Hallo. Wir waren in Barcelona, oder? Oh, das geht gut los. Warst du auch in Barcelona mit mir? Hör jetzt auf, bitte. Ja, wir waren zusammen in Barcelona. Du hast mir vorher gesagt, wir machen nicht so ein blödes Fragen ab. Deswegen. Okay, stimmt, Entschuldigung. Habe ich versaut. Down immediately. Sit down, we're landing. Sit down! So, Zimmer 2 oder 1. Schöne Dusche, oder? Schon gesehen? Ja, cool. Ich würde sagen, hier hält man es aus. Gut, wie sind wir denn zum Flughafen gekommen? Wir sind hier mit dem Auto zur Bahn, dann mit der Bahn, nochmal mit der Bahn, dann mit der S-Bahn und dann waren wir am Flughafen. Ne? Das geht ja ganz gut hier in Hamburg. Fandst du nicht so gut? Du wärst lieber Auto gefahren, ne? Ja, es lief wunderbar. Und dann waren wir drin und konnten losfliegen, ne? Ja, und das war super, weil wir saßen richtig gut. Wir saßen im hässlichsten Flugzeug der Welt, definitiv, weil das war einfach nur hässlich weiß und schmutzig. Ja, bist du leer? Ach, stellst du gute Fragen. Das fand ich nicht gut, die Frage. Nee. Oh Mann, bist du jetzt schon genervt von mir? Ja. Hat nicht lange gedauert. Oh Mann. Ja. Willst du lieber alleine fliegen? Ja. Es hat einen guten Grund, warum du vorne einen Sitzplatz hast und ich nicht. Ich meinte, ich habe ja Plätze vorgebucht. Ja. Und ich habe beim Aussuchen der Plätze hatte ich freie Auswahl. Und ich habe 2 Plätze ausgewählt in einer Schar Schüler. Aber das war doch saßen gut. Lauter Spätpubertierende, Frischabiturienten um uns rum. Wie lange geht denn bei dir die Pubertät? Weil er vielleicht gerade mal 18. Stimmt. Die haben davon geredet, dass die ersten ihren Führerschein verloren haben, bevor sie 18 waren. Okay, hast recht. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Gut, aber der Flug, den haben wir ja überstanden nach 2,5 Stunden. Dann waren wir da. Und dann habe ich uns eine tolle Verbindung nach Barcelona vom Flughafen rausgesucht. Ja, hast du gemacht. War die nicht gut? Hat halt ein bisschen länger gedauert. War doch gut mit dem Zug. Halbe Stunde Fahrt war die schnellste Möglichkeit, da hinzukommen nach Barcelona. Oder gab es Probleme? Ja, wir sind angekommen. Also wir hätten mit der U-Bahn fahren können oder mit dem Shuttlebus für ein paar mehr Euro, dann wären wir halt in wirklich eine halbe Stunde da gewesen. So sind wir erstmal mit einem kostenlosen Shuttle von Terminal 2 nach Terminal 1 gefahren. Das hat schon 20 Minuten gedauert. Und dann mussten wir zum Zug laufen und dann mussten wir nochmal 25 Minuten im Zug warten, bis wir losgefahren Halbe sind. Stunde noch. Und dann sind wir am Passeig de Gracia gelandet. Und ich dachte ja, das ist nicht so weit bis zum Hotel, richtig? Oder? Hm? War doch ein kurzes Stück, oder? Ja. Waren nur 2 Kilometer, aber weißt ja, 50 Cent gespart, geht man halt 2 Kilometer. Gut, wir waren dann im Hotel, das war das Hotel Raval Haus, das war cool. Fand ich zumindest. Also es war schön sauber und das war geräumig und das Bett war groß. Die Gasse, in der wir waren, zur Straße, war sehr laut, aber ich glaube, das wäre überall so gewesen. Barcelona ist es immer laut. Das stimmt. Aber war trotzdem cool. War ein schönes Hotel. Hast du gut ausgesucht. Gut, was haben wir denn an dem Abend noch gemacht? Was ist denn los? Also, wir waren dann im Hotel und dann sind wir nochmal rausgegangen und dann sind wir zum Hafen gelaufen. Okay. Wie ging es denn dann weiter, als wir am Hafen waren? Oh, jetzt musst du erst mal nachdenken. Ist lange her. Wir sind an den Strand gegangen, mein Hase. Wir sind einen kurzen Weg, Einen einen kurzen, direkten Weg an den Strand gegangen. Nee, nicht ganz. Also ich erinnere mich, dass wir da saßen und ich war schon total fertig. Haben wir uns die Seilbahn angeguckt, die da über den Hafen fährt, die cool war, mit der wir am Ende nicht gefahren sind, obwohl wir das wollten.
Und dann sind wir da über so eine Brücke gegangen. Da war dann das Aquarium. Wir haben den Weg umsonst über die Brücke gemacht, weil das eine Insel war. Und zum Strand musste man ja einmal ums Hafenbecken gefühlt 3 Stunden rumlaufen. Ich glaube, wir sind 16.000 Schritte an dem Tag gelaufen. Ja, dann hast du erstmal eine Runde gejammert. Dann saßen wir da schön am Strand und der war cool. Ja, der war schön. Nur es war ein bisschen kalt. Ein bisschen das sehr Wasser. kalt. Aber wir waren mit den Füßen drin. Warst du auch mit den Füßen drin? Ja, ne? Stimmt, Ja. am Ende warst du drin, ne? Und ich hatte Angst vor den Quallen. Da waren so eklige lila Quallen, die waren mir nicht ganz geheuer. Aber was ich komisch fand, ist, dass der Strand gar nicht so sandig war. Der war so steinig. Der war halt grobkleinig, aber steinig jetzt. Ja, und gefährlich fand ich den, weil es ging ja so steil runter und dann haben wir ja die Wellen. Das ging noch voll den Meter runter und dann war die Brandung da so. Krass. Es geht. Warst du an einem anderen war Strand? wie eine Steilküste. Du bist doof. Das war doch nicht steil ab. Aber das war doch nicht so ein glatter, easy Sandstrand, der so reinging. Der ging doch so und dann kamen die Wellen hardcore. Und dann warst du schon 3 Meter tief im Wasser, obwohl du nur 3 Meter weit ins Wasser gegangen bist. Weiß ich nicht. Was? Du warst an ich einem bin anderen nicht so Strand. weit drin. Traust du dich jetzt auch, oder wie? Na dann mal los. Geh nicht unter. Das ist mir zu kalt. Bleib ein bisschen länger drin stehen, dann Kein geht das. Badewannenwasser. Ich habe auch keine lila Quallen. So, der Tag war dann vorbei, wir sind zurückgelaufen. Unglaublich weit sind wir wieder zurückgelaufen. Aber wir sind durch so eine coole Gasse gelaufen. Ja, wir sind durch die Gassen gelaufen. Ich habe dir gesagt, wo ich am Tag danach gerne Tapas essen will. Stimmt, das haben wir auch gemacht, aber in der falschen Bahn. Ne? Ja, war nicht da, wo ich hin wollte. Ich habe mir die Gasse gemerkt, mehr konnte ich mir nicht merken. Okay. Gut, dann sind wir zurück ins Hotel. Waren wir durch, ne? Also ich war durch. Warst du auch durch? Du warst nie durch, ne? Du bist immer nicht fit, so ne? wie du. So, erzähl mal, was machst du denn hier Schönes? Ich gucke mir Barcelona an. Du guckst dir Barcelona an. Das tue ich auch. Das ist der Ziel. Montag sind wir zum Plaza de Catalunya gegangen und da war die Hop-on, Hop-off-Tour, also quasi diese Touristenbusse, die man überall sieht. Da sind wir dann eingestiegen. Da gingen ja beide Touren los, die orange und die grüne Tour, die konnte man beide mit so einem Tagesticket machen, das hatten wir. Und eigentlich hat man alles gesehen und konnte jederzeit aussteigen, was wir auch gemacht haben. Eine Route ging am Strand lang und ging dann eher in die Berge hoch zum Tibidabo, ne, und zur Sagrada Familia und zum Park Güell und dann quasi fast schon wieder straight zurück zum Plaza de Catalunya, bei 15 Stationen oder so. Ich wollte gerade sagen, das waren irgendwie 18 oder 19 Stationen. Und dann sind wir wieder am Plaza de Catalunya gewesen und sind in die zweite Route gestiegen. Und die ging dann eher im Osten von der Stadt lang, ging am Anfang auch Richtung Strand, ist dann aber in Richtung Hafen gefahren und dann in die Berge auf dem Montjuïc. Und da sind die Seilbahnen auch. Und da haben wir einen super coolen Blick über Barcelona gehabt.
Besser wird's nicht mehr. War für mich so mein Highlight. Und dann sind wir da oben in den Berg weitergefahren. Da kam man am Olympiastadion vorbei, am Nationalmuseum und kam irgendwann auf dem Plaza de España. Das ist quasi auch ein ganz großer zentraler Platz, wo die ganzen Verkehrsadern auflaufen. Den fand ich total cool, den Platz. Also hätte ich Ja, nicht der gedacht, war- der Blick war halt auch so geil. Der war gut, der Platz. Ja. Und mehr hast nichts zu sagen dazu. Ja, ne? doch. Ich Hab schon alles erzählt, ja? Ja, du hast sehr viel geredet. Tut mir leid. Aber du kannst hast gerne gut übernehmen. zugehört bei der Bustour. Ja, da hattest du ja nicht zugehört, wie du festgestellt hattest. Ja, da saß dieses etwas mittelalterliche, Mittelalter. Mit Ritterrüstung. Mittelalter. Und schwer. mittelalte Paar vor uns, die so über die anderen Menschen abgelästert haben. Und waren natürlich Deutsche. Ja, natürlich. Das, und dann war Dienstag. Am Dienstag sind wir zurückgegangen zum Plaza de España, weil wir das so cool fanden. Auch wenn du nicht zugehört hattest. Und da sind wir vom Hotel. Ich habe ja, also ich kann schon gucken, ohne zuzuhören. Ich habe den schon auch gesehen am Tag vorher. Fandst du cool, ja? Ja, ich wusste schon, Ja. wo wir hinlaufen. Okay, gut. Also das waren auch wieder 2,5 Kilometer vom Hotel aus, sind wir also hingelaufen, wir waren ja im Training und sind dann straight zu dieser umgebauten Stierkampfarena gegangen. Wollen wir da hoch? Hast du gesehen, dass das so ein gläserner Fahrstuhl ist? Ja. Das ist schön. Komm, das machen wir. Ah. Los. So richtig cooles Gläsern aber auch nicht, ne? Ui. So, und von da sind wir dann über den Platz gegangen und unser Ziel war ja eigentlich wieder dieser Aussichtspunkt, den wir am Vortag so cool fanden, da wo die Seilbahn ja ist. Und dann sind wir halt über den Platz gegangen. Das war halt cool, weil man musste auf dem Berg nicht laufen, sondern da waren halt überall Rolltreppen. Dann war Mittwoch. Das war eins der Highlights. Das war schön. Wir hatten eine Führung in der Sagrada. Familie. Sagrada Familia, wir haben die noch nicht erwähnt. Entschuldige bitte, du hast vollkommen recht. Ja. Ich bin froh, dass du an meiner Seite bist und mich jederzeit korrigieren kannst, um mir sagen zu können, was ich nicht ganz korrekt gemacht habe, aber du weißt es besser. Dafür schätzt du mich und liebst du mich. Dafür schätze ich dich und dafür wächst meine Liebe von Tag zu dir. Also mach ich weiter damit.
ziemlich imposant da drin, oder? Es war ziemlich cool. Habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Nee, ich auch nicht. Ich war beeindruckt. Also auf jeden Fall kann man empfehlen, dann auch wirklich reinzugehen. Ja, In die Sagrada definitiv. Familia. Also auch Und das nicht Geld nur von auszugeben außen, sondern dafür. Und wirklich. vor allen Dingen unterstützt man das ja dann auch, dass das Ding weitergebaut wird und irgendwann mal in 100 Jahren fertig wird. Nachdem es ja jetzt schon über 100 Jahre gebaut wird. Und von da gab es dann so einen coolen diagonalen Weg, ne? Zu dem L'Hôpital de la Santa Creu i Sant Pau. Das war auch ziemlich cool. Das wurde ja auch von Gaudi entworfen und die haben wir noch gar nicht erwähnt. Der hat ja auch die Sagrada Familia gebaut, der Gaudi, und der ist ja ziemlich vergöttert in Barcelona. Oh, hast du dir mal einen Kaffee gemacht nebenbei? Wo kam der her plötzlich? Hast nicht mehr ausgehalten, ja? Du verfluchst mich schon wieder, ich weiß, ich sehe schon. Ich wollte gerade sagen, es war mir jetzt einfach, ich wurde so müde, während uns das Gespräch. Habe ich dich gelangweilt? Dann dachte ich, es ist Zeit für einen Kaffee. Ach so, okay. Gut, danke. Du bist so herzensgut zu mir immer. Hat dich das Gejammer müde gemacht? Ich habe es ja nur gedacht. Gut, dann war der letzte Tag. Und sind dann zu La Pridrera. Das ist auch ein Haus von Gaudi entworfen. Und es heißt zu Deutsch Steinbruch. Eigentlich heißt das Ding Casa Mia. Das Haus selbst war auch echt cool. Im 6. Stock war diese Wohnung, die man sich anguckte, mit dem Audioguide. Dann ging man in den Dachboden. Der war halt wie so ein Walfischbau, also das Walgerippe, wo man drin war. Da wurden dann halt auch mehrere Gebäude von ihm, die er über Barcelona hinweg entworfen hat, auch die Sagrada Familia. Wurde halt erklärt, wie er das gemacht hat, ne? Und dass er sich da immer die Natur zum Vorbild genommen hat. Und dann ging es aufs Dach, ne? Und da konnte man dann auch nochmal die ganzen Formen bewundern und hatte halt diesen coolen Ausblick. Und von da ging es dann direkt nach unten, 6 Stockwerke in die Innenhöfe. Das heißt, die anderen Stockwerke, keine Ahnung, ob die bewohnt waren, das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ich schätze mal, weil wäre Quatsch, wenn nicht. Und dann konnte man halt noch die Innenhöfe angucken, die beiden. Und dann war es vorbei.